Der Trugschluss vom gemeinsamen Boot. Ein Krisenmoment kann ein Unternehmen innerhalb einer Woche ruinieren, die Ersparnisse auf der Bank innerhalb eines Jahres vernichten und den gesamten Frieden sowie die Struktur einer Familie in nur einem einzigen Monat in Schutt und Asche legen. Doch für die Reichen bedeutet eine Krise etwas völlig Rasiertes. Sie ist nichts weiter als ein vorübergehender Rabatt auf Vermögenswerte, die sie ohnehin die Kraft haben zu halten. Das ist eine der hässlichsten und schmerzhaftesten Wahrheiten der Wirtschaftsgeschichte. Krisen werden uns immer als Stürme verkauft, die jeden gleichermaßen treffen. In der Realität ist der Sturm zwar derselbe, aber die Häuser, in denen wir Zuflucht suchen, sind völlig unterschiedlich. Wenn Sie für Ihren Lebensunterhalt ausschließlich von Ihrem monatlichen Gehalt, von Krediten und dem laufenden Cashflow abhängig sind, wird der wirtschaftliche Abschwung für Sie zu einem Kampf ums nackte Überleben. Wenn Sie jedoch Bargeld auf der hohen Kante haben, über ein diversifiziertes Portfolio verfügen und die nötige Zeit zum Aussitzen mitbringen, wirkt dieselbe Krise wie eine bloße temporäre Volatilität. Tut es weh? Absolut, aber es ist überstehbar und manchmal lässt es sich sogar in eine Chance verwandeln. Ich behaupte nicht, dass Reiche in Krisen niemals Geld verlieren. Was sie jedoch nicht verlieren, ist ihre Marktposition im Spiel. Der Mythos vom gemeinsamen Boot: Uns wurde beigebracht, Krisen als Zeiten des gemeinsamen Verzichts zu betrachten. Die Wirtschaft schrumpft, die Märkte brechen ein, die Kreditlinien werden dicht gemacht. Angeblich leidet jeder. Das klingt sehr fair und egalitär, nicht wahr? Es ist jedoch gleichermaßen trügerisch. Eine Krise kann zwar die gesamte Wirtschaft treffen, aber sie klopft nicht an jede Tür mit derselben Absicht. Arbeitnehmer erleben die Krise durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, schwindende Verhandlungsmacht gegenüber dem Arbeitgeber und Gehälter, die angesichts der Inflation unaufhaltsam wegschmelzen. Normale Haushalte spüren sie durch die Krise in der Küche. Explodierende Kosten für Lebensmittel, Miete, Energie und Kredite. Kleinunternehmer verbringen schlaflose Nächte, weil der Cashflow wegbricht und sie keine Kredite mehr bekommen. Vermögensbesitzer hingegen beobachten lediglich die Kursverluste auf dem Papier. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Wenn Sie Liquidität und die nötige Geduld haben, sind diese Preisrückgänge nicht das Ende des Weges, sondern der perfekte Anfang für Ihre zukünftige Erholungsgeschichte. Eine Untersuchung der Federal Reserve zur großen Rezession brachte beispielsweise eine schockierende Erkenntnis ans Licht. Während die mittleren 30% der Gesellschaft dramatische Einbußen bei ihrem Vermögen hinnehmen mussten, blieb das oberste Dezil, die reichsten 10%, fast völlig unberührt. Mehr noch, nach der Krise strich genau dieses oberste Segment den Löwenanteil der Gewinne aus der rasanten Erholung der Finanzmärkte ein. Das System rettet zuerst die Spitze. Diese Dynamik ist älter als die modernen Aktienmärkte selbst. Krisen wurden im Laufe der Geschichte schon immer durch den Filter von Klassenstrukturen, Eigentumsverhältnissen und institutioneller Nähe erlebt. Vor Jahrhunderten überstanden die Eliten Hungersnöte, Kreditpaniken oder Schuldenkrisen weitaus besser als die Normalbevölkerung, denn sie besaßen Land, Privilegien und Macht. Der einfache Mensch besaß nur seine Arbeitskraft und seine Verpflichtungen. Die Namen ändern sich, die Finanzinstrumente ändern sich, aber diese gnadenlose Struktur bleibt dieselbe. Wenn in einer Krise versucht wird, das System zu stabilisieren, verläuft dieser Prozess ausnahmslos von oben nach unten. Zuerst müssen Kredite und Banken geschützt werden. Die Stabilität der Finanzmärkte muss gewährleistet sein. Ein totaler Zusammenbruch des Immobilienmarktes muss verhindert werden. Das Bankensystem muss um jeden Preis am Laufen gehalten werden. Und glauben Sie mir, die Politik entscheidet sich nicht eines Morgens spontan dazu, heute mal die Reichen zu schützen. Das System ist von Natur aus so konstruiert, dass zuerst der Kernmechanismus des Kapitals gerettet werden muss, in der Hoffnung, dass sich das Leben der einfachen Menschen danach irgendwie und hoffentlich auch wieder einrenkt. Hoffen kostet natürlich nichts, aber die Prioritätenliste bleibt unverändert. Erstens: Einkommen ist fragil, Vermögen ist beständig. Der erste und einfachste Grund, warum Reiche ihre Position in Krisen nicht verlieren, ist folgender: Sie besitzen Vermögenswerte, Assets, während alle anderen von einem Einkommen abhängig sind. Ein Einkommen hängt an einem seidenen Faden. Ein Gehaltscheck kann von heute auf morgen ausbleiben, Arbeitsstunden können gekürzt werden, Boni fallen weg, Verträge werden gekündigt. Wenn Sie jedoch eine Immobilie, ein Aktiendepot oder Unternehmensanteile besitzen und diese nicht sofort notverkaufen müssen, können Sie den Sturm am Markt entspannt aussitzen. Diese Unterscheidung ist fundamental.
Wenn Ihr Leben nur von Ihrer Arbeitskraft und dem monatlichen Geldeingang abhängt, ist eine Krise ein existenzieller Überlebenskampf. Wenn Ihr Leben jedoch auf Vermögenswerten basiert, ist eine Krise lediglich ein Geduldstest. OECD-Daten zeigen: Nach der großen Rezession erholten sich Finanzanlagen, Aktien, Anleihen etc. weitaus aggressiver und nachhaltiger als Immobilienpreise. Warum ist das wichtig? Weil die Wohlhabenden ihr Vermögen in Finanzanlagen halten, während das einzige Vermögen der Mittel- und Unterschicht oft die selbstgenutzte Immobilie ist. Dieselben OECD-Daten belegen, dass die reichsten 10% in den Mitgliedstaaten mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen. Eine Kluft, die sich seit 2010 immer weiter vergrößert hat. Wenn sich die Märkte schneller erholen als der Arbeitsmarkt, ziehen diejenigen, die die Märkte kontrollieren, denjenigen, die nur ihre Arbeitskraft besitzen, meilenweit davon. Wenn die Aktienkurse vor den Löhnen steigen, vervielfachen die Anteilseigner ihr Vermögen, während die Arbeiter immer noch versuchen, das Vorkrisenniveau ihres Reallohns zu erreichen. Die Zeche für den Absturz zahlen alle, aber die Belohnung für die Erholung kassiert eine exklusive Minderheit. Der Absturz trifft die breite Masse. Die Erholung hingegen ist wählerisch. Daten der Federal Reserve nach 2008 zeigen, dass das oberste Zehntel bis zum Jahr 2016 sein Vorkrisenvermögen bereits wieder überschritten hatte, während die unteren und mittleren Schichten noch weit hinter ihrem Status von 2007 hinterherhinkten. Zweitens: Liquidität: Wer am Tisch bleiben kann, gewinnt. In einem Crash zahlt derjenige den höchsten Preis, der in diesem Moment verkaufen muss. Die Belohnung kassiert derjenige, der sich zurücklehnen und warten kann. Das ist die Essenz des gesamten Spiels. Wenn die Wirtschaft einbricht, sind normale Familien mangels finanzieller Puffer fast immer gezwungen, die schlechtesten Entscheidungen zu treffen. Sie müssen ihre mühsam ersparten Rücklagen auflösen, um Rechnungen zu bezahlen. Sie verkaufen Aktien oder Gold mit Verlust, wenn die Preise im Keller sind. Sie flüchten sich in hochverzinsliche Kredite oder schieben notwendige Gesundheitsausgaben auf. Nur um den Monat zu überstehen, verkleinern sie ihren Lebensstandard oder geraten in Zahlungsverzug. Es ist eine reine Überlebensspirale. Wohlhabende Familien laufen kaum Gefahr, in eine solche Abwärtsspirale zu geraten. Während die Panikwelle wütet, können sie ihre Vermögenswerte halten. Sie strukturieren ihre Verbindlichkeiten zu weitaus besseren Konditionen um. Sie warten, bis sich der Rauch verzieht. Schlimmer noch: Wenn alle anderen panisch ihre Assets zu Schleuderpreisen auf den Markt werfen, nutzen sie ihre Liquidität, um diese billig aufzukaufen. Eine Krise macht die Reichen nicht automatisch reicher, aber während der normale Bürger im Überlebenskampf Hab und Gut verliert, stärkt sie die langfristige Marktposition derer, die liquide geblieben sind, massiv. Das Märchen vom Jeder leidet bricht genau an diesem Punkt in sich zusammen. Ja, auch die Buchwerte der Reichen schrumpfen in einer Krise um Milliarden Dollar. Aber ein Buchverlust ist kein struktureller Schaden. Zu sehen, wie der Wert des eigenen Vermögens vorübergehend sinkt, ist ein Luxusproblem. Den Job zu verlieren, die Miete nicht zahlen zu können, von der Inflation erdrückt zu werden oder die eigene Zukunft verkaufen zu müssen, ist eine reale Katastrophe. Vermögen absorbiert Marktschwankungen wie ein Schwamm. Fragile Einkommen hingegen zerbrechen an diesem Schlag. Drittens: Erst laufen die Rädchen, dann folgen die Leben. Die dritte Wahrheit ist wahrscheinlich die bitterste. Staaten und Zentralbanken eilen weitaus schneller zur Rettung der Märkte, als dass sie das Leben der normalen Bürger reparieren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass Rettungspakete per se schlecht oder überflüssig sind. Manchmal ist es absolut notwendig, dem Markt Notfallliquidität zuzuführen, um einen systemischen Finanzkollaps zu verhindern. Aber die Reihenfolge der Operationen ist extrem bezeichnend. In der Praxis funktioniert das System wie folgt: Zuerst werden die Banken mit Liquidität versorgt. Notverkäufe werden gestoppt, Kreditflüsse werden gesichert und Vermögenspreise gestützt. Die Erholung des Arbeitsmarktes, der Löhne und des Haushaltsbudgets wird auf später verschoben und verläuft weitaus schmerzhafter. Das System repariert also zuerst die gigantische Maschinerie des Wohlstands, bevor es sich um den Lebensstandard der Allgemeinheit kümmert. Die Politik behauptet derweil weiterhin, diese Priorisierung sei für alle Beteiligten neutral und gerecht. Die Ergebnisse stehen schwarz auf weiß in den Daten. Laut dem World Inequality Lab (WID)
erreichte die globale Vermögensungleichheit in der Erholungsphase nach der Pandemie einen historischen Höchststand. Dank explodierender Aktien- und Vermögenspreise stieg sie Ende 2021 auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist kein Zufall. Wenn staatliche Hilfen die Märkte anheizen, vermehren diejenigen, die ohnehin die meisten Aktien und Sachwerte besitzen, ihr Vermögen über Nacht. Währenddessen erlebt die breite Masse ohne Rücklagen die Krise weiterhin in Form von horrenden Preisen, Angst vor Arbeitslosigkeit und schwindender Kaufkraft. Viertens. Inflation trifft nicht jeden gleich. Das bringt uns zum vierten Grund. Die Inflation ist im Grunde eine Klassenfrage. Wir sprechen über Inflation oft so, als handele es sich um eine einheitliche Kennzahl und eine universelle Erfahrung. Dem ist aber nicht so. Laut einem Arbeitspapier der Federal Reserve treffen wirtschaftliche Schocks und die damit einhergehende Inflation einkommensschwache Familien weitaus härter als wohlhabende. Der Grund ist simpel. Ein Haushalt mit geringem Einkommen muss fast sein gesamtes Budget für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Miete und Mobilität aufwenden. Und in Krisenzeiten steigen genau diese essentiellen Güter am aggressivsten im Preis. Die Inflation ist somit kein rein technisches Wirtschaftsproblem, sondern ein direktes Ungerechtigkeitsproblem. Ein wohlhabender Mensch kann steigende Lebensmittel- oder Energiepreise problemlos kompensieren, seine Konsumgewohnheiten anpassen oder sein Geld durch mitskalierende Sachwerte schützen. Für einen Geringverdiener hingegen wirkt die Inflation wie eine heimliche Lohnkürzung durch den Arbeitgeber. Nahezu jede moderne Krise zieht eine massive Inflationswelle nach sich. Energiekrise, Wohnungsnot, Lieferkettenprobleme. Der Haushalt, der 80% seines Einkommens für Miete und Lebensmittel ausgibt, spürt diesen Schlag in der ersten Sekunde im Nacken. Der Haushalt, der von Zinsen, Dividenden oder Mieteinnahmen lebt, beschwert sich lediglich über die Situation. Reiche mögen die Inflation nicht, aber Arme und die Mittelschicht müssen ihr Leben danach oft von Null auf neu aufbauen. Fünfte. Die Asymmetrie der Erholung, Rebound. Der fünfte und letzte Grund liegt darin, dass die Phasen der wirtschaftlichen Erholung, Rebound, die bestehende Ungleichheit oft noch weiter vertiefen. Vermögensanalysen der OECD zeigen, dass sich die Vermögenskluft in Ländern wie den USA und Großbritannien nach Krisen weiter vergrößert hat. Während die Finanzmärkte wie eine Rakete nach oben schossen, sank die Wohneigentumsquote der Mittelschicht und die Immobilienpreise reichten nicht aus, um die breite Masse mitzureißen. Das bedeutet, auch wenn eine Krise anfangs jeden zu treffen scheint, wenn sich die Lage entspannt, kommen nicht alle im gleichen Tempo wieder auf die Beine. Diejenigen, die staatlich gestützte, marktrelevante Assets besitzen, gewinnen rasant an Boden. Wer jedoch nur von seiner Arbeitskraft, seinem Gehalt oder einem kleinen Sparkonto abhängig ist, tritt auf der Stelle. Jetzt wird deutlich, wie manipulativ der Begriff Buchverlust eigentlich ist. Ein Milliardär kann an der Börse an einem Tag $1 Milliarde verlieren, aber sein Lebensstandard, seine Macht und seine Position verändern sich dadurch nicht um einen Millimeter. Wenn jedoch eine Familie der Mittelschicht ihren Job verliert oder das mühsam angesparte Eigenkapital für ein Haus dahinschmilzt, hallen die Schmerzen und Traumata dieses Verlusts oft ein Jahrzehnt lang nach. Im einen Fall wird ein Eimer Wasser aus dem Pool geschöpft, im anderen Fall bricht der Staudamm. Die nackten Zahlen mögen beim Vermögenderen größer wirken, die existenziellen Konsequenzen des Verlusts sind beim Ärmeren jedoch ungleich dramatischer. Krisen stürzen Hierarchien nicht, sie zementieren sie. Diese Asymmetrie liegt nicht nur an den individuellen Vermögensverhältnissen, sondern an der Architektur unserer Institutionen, Gesetze und Systeme. Eigentumsrechte, Kreditsysteme und Besicherungsmechanismen sind systemisch darauf ausgelegt, jene Strukturen zu schützen, die too big to fail, also zu groß zum Scheitern sind. Um einen totalen Kollaps abzuwenden, mag dies rational erscheinen. Gleichzeitig ist es jedoch der Beweis dafür, warum Krisen gesellschaftliche Hierarchien nicht einreißen, sondern sie im Gegenteil weiter festigen. Wirtschaftskrisen sind keine vorübergehenden Wetterphänomene. Sie wirken wie ein Seismograph, der am Ende offenlegt, wessen Risiken von Anfang an durch das System abgesichert waren. Reiche können Geld verlieren. Ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Position verlieren sie fast nie. In einer Welt, in der sich Wohlstand in immer weniger Händen konzentriert, die finanziellen Puffer der Haushalte schwinden und inflationäre Schocks aufeinanderfolgen, ist diese Erkenntnis wichtiger denn je. Die OECD-Daten bestätigen diesen extremen Trend der Vermögenskonzentration kontinuierlich.
Während das öffentliche Vermögen schrumpft, wächst das private Vermögen im obersten Segment unaufhaltsam. Wer nah an den Vermögenswerten und der Liquidität sitzt, behält im Sturm seinen Handlungsspielraum, alle anderen müssen die Welle ungeschützt mit der Brust abfangen. Das Fazit lautet: Es ist nicht so, dass Reiche in Krisen keine Einbußen erleiden. Natürlich laufen Geschäfte schlecht, Unternehmen gehen pleite und Bilanzen schrumpfen. Aber Reiche verlieren nicht auf dieselbe Weise wie normale Menschen. Sie schützt ein mächtiger Schild: ihre Assets, die Zeit, die sie sich kaufen können, ihre liquide Finanzkraft und ein System, das im Ernstfall immer zuerst an ihrer Spitze ansetzt, um Reparaturen durchzuführen. Eine Krise ist eine temporäre Phase, wenn man Vermögen besitzt. Sie ist eine existenzielle Bedrohung, wenn man vom Einkommen abhängt. Das ist die brutale Asymmetrie hinter den Slogans vom gemeinsamen Boot und dem gemeinsamen Verzicht. Die Reichen behalten ihre Positionen nicht, weil sie immun gegen Krisen wären, sondern weil das System den Rettungsring immer zuerst dorthin wirft, wo ihre Vermögenswerte, Institutionen und Märkte liegen. Vom Rest der Gesellschaft wird derweil verlangt, den Sprung über den Abgrund zwischen Zusammenbruch und Erholung irgendwie aus eigener Kraft zu schaffen, ohne abzustürzen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.